Heute ist der 1. April. Wir sind hier in Antigua, Jolly Harbor. Und Gerold geht bei uns in den Mast, um das Rig zu checken vor der langen nächsten Überfahrt. Die ist ja geplant eigentlich nach Curaçao. Später sind wir dann bei ihm an Bord und da werde ich die Funkanlage überprüfen, die auch nicht ganz in Ordnung ist, beziehungsweise das AIS hat keine große Reichweite. Dieses hier, Warte mal, jetzt bleib mal ruhig. Normalerweise kann man das auch noch verlöten hier. Da, kick mal, da ist ein Loch. Siehst du das? Da kannst du löten. in dem Loch, Ja, logisch. Kommt ein Blödsinn rein. Was ist hier? Nee. da ist auch auf der anderen Seite auch ein Loch, fällt er ja durch. Das heißt, wer fällt da durch? Hast du mal deine Brille da? Ich sehe das nicht. Du kannst oben und unten durchgucken, ne? Das ist ein Leitsicht für diese Brille. Ja, das interessiert jetzt wen ja. Doch, das ist wichtig. Ja, aber du kannst doch, jetzt schneidet nicht mehr ab da, sondern das brauchen wir hier, ne? Ja, Die Rödel da. nee, lass dann alles dran. Warte mal, an welche Schniebel muss ich denn jetzt ziehen? Hier. Da, guck. Da kommt er. Da soll ich noch schneiden? Ja, mach. War das nicht zu Platz? Aber wir haben ja noch Ich leg das mal vorne in die Koje. So, da laufen sie aus. Tangaroa und Lilly, vorne ist die Lilly. Jetzt kommt hinten gleich die Tangaroa nach. Die beiden fahren jetzt nach St. Kitts und Nevis und weiter danach nach Marigot, St. Martin. Wir allerdings müssen noch hier bleiben, weil wir ein Problem mit unserer Stopfbuchse haben. Da müssen wir einmal aus dem Wasser auf die Werft und eine neue Stopfbuchse einbauen. Freitag, 8. April. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg von Mosquito Cove in Jolly Harbor, um unseren Slip-Termin wahrzunehmen. Wir müssen einmal aus dem Wasser, um die Welle wieder neu zu machen. Und sind jetzt gerade hier in dem Zugangshafen zu Jolly Harbor. So, wir warten jetzt hier auf den Slipwagen oder auf den Travellift. Sind hier bereits drin in dieser Gasse und die machen erstaunlicherweise den Travellift erst später rauf. Also kommen erst mit dem Travellift erst später an und dann gehen wir erst in die Slings rein. Gut, ich bin gespannt, wie es läuft. Da im Hintergrund sieht man das große Hotel, das ist jetzt stillgelegt, wahrscheinlich wegen Corona. Da vorne ist noch ein großes Hotel, das ist auch stillgelegt. Die sind alle entweder pleite oder, ich weiß nicht, funktionieren nicht. Sonst ist Jolly Harbor super schön. So, hier ist die Boatyard und wir sind bereits in der Gasse. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Das mit dem Slippen funktioniert aber wunderbar. Die Schlaufen werden erst nachträglich ums Boot gemacht, also unten durch. Wir kommen dann raus. Wir haben 3 Stunden, glaube ich, Zeit, um die Stopfbuchse zu wechseln. Das klappt auch alles sehr gut. Und dann kommen wir wieder rein und sind jetzt dann fertig und natürlich auch sauber nach dem Abspritzen. Heute ist Sonntag, der 10. April. Wir fahren jetzt hier von Antigua nach Barbuda rüber. Der Wind ist recht schwach, laufen ganz ruhig vor uns. Wir kommen jetzt hier in der Cocoa Bay an, in Barbuda. Sieht super klasse aus. Wahnsinn. Richtig hübsch. Und die Farbe des Wassers ist unschlagbar hier. Wahnsinn. So langsam füllt sich der Ankerplatz hier. Ist wirklich schön hier, kann man nicht anders sagen. Barbuda ist eine Insel, da gibt es sehr viel Strand. Im Wesentlichen Strand eigentlich. Und hier in der Cocoa Bay gibt es eine Bar. Da kann man jetzt ein Beiboot einlegen und einen Drink nehmen oder auch sogar Lobster essen, wie man will.
bleiben 1-2 Tage in Barbuda, fahren dann wieder zurück nach Antigua, weil das Ein- und Ausklarieren hier in Barbuda nicht so einfach ist mit der Lagune. Und von dort aus geht's dann weiter. Heute ist Freitag, der 15. April, Karfreitag. Wir sind heute Morgen um 3 Uhr losgefahren von Antigua, Jolly Harbor bzw. aus der Ankerbucht. Und hier rechts vor uns, nach 62 Meilen, heute Nachmittag um 1:30 Uhr liegt bereits San Bartolomé. Wir haben eine total flotte Fahrt, sehr schnell. Anfangs war es sehr langsam, aber jetzt ist es total schnell. Immer so um die 8 Knoten. Und ja, entweder wir kommen auf alle Fälle noch in Sint Maarten heute Abend an. Wir sind kaum ein paar Tage in Sint Maarten hier in der Marico Bay. Da kommt dann die Nachricht, dass der Martin von der Segelyacht Jumbo seinen Mast verloren hat auf dem Weg nach Europa. Er hat umgedreht und kommt jetzt hier wieder zurück nach Sint Maarten. Das ist schon ein trauriger Anblick und vor allen Dingen mit schwerer Schlag. Und zum Glück war er noch nicht so weit weg, dass er mit Dieselvorrat, den er an Bord hatte, zurückmotoren konnte. Und wie es dann weitergeht, ist ja durch seine eigenen Videos hinlänglich bekannt. Jedenfalls ist er erstmal froh, hier zu sein. Und wir verbringen auch ein paar Tage zusammen. Wir haben weniger große Probleme als Martin. Unser Boiler ist defekt. Der Warmwasserboiler, der muss ausgetauscht werden. Ich habe einen neuen besorgt. Der passt einigermaßen nicht so ganz 100%ig, aber den müsste ich jetzt erstmal einbauen. Der alte Boiler muss raus, der ist völlig durch. Hat immer getropft und alles. Ich habe hier schon alle Anschlüsse abgemacht. Da sieht es natürlich dann auch nicht so schön aus. Aber immerhin. Und hier liegt der neue Boiler. Der hat leider nur einen Kreislauf für Wasserheizung. Also mit anderen Worten, entweder Motor oder die Heizung. Gut, ich habe hier schon mal viele Fittinge rangemacht. Nicht alle sind fest schon, weil das sonst eventuell beim Einbau stört. Aber die nicht stören, die habe ich schon mal dran. Das hier zum Beispiel und das hier, nee, das kann ich auch noch abmachen. Genau. Und das hier oben kommt auch noch ab. Dann sind wirklich nur die Teile noch dran, die nicht stören. Das ist fest, das ist fest, das ist fest, das ist fest. Das sowieso vom Werk und das hier auch vom Werk. So, das ist genau der gleiche in der Größe, aber leider bloß ein Kühlkreislauf. Also für die Heizung werden wir da anschließen. Inzwischen sind meine beiden befreundeten Schiffe Lilly und Tangaroa wieder hier in Sint Maarten angekommen. So, der Marc geht jetzt rein und macht für uns unsere Opferanode auf die Welle rauf. Uiuiui. Gerhard hilft dabei. Soll ich mal eine zweite Leine nehmen noch von dir? Soll ich eine zweite Leine nach hinten machen? Nee, alles gut. Gibt die Schraubensicherung auch als Prittstift. Aha. Prittstift, ne? Aber und dann ist es fest, das Zeug. Ah ja, Kann okay. man das hier so drauf machen. Das ist echt speziell für unter Wasser. Ah, okay, kenne ich nicht, ja. Ja. Und das kannst du natürlich auch über Wasser nutzen. Das ist Ja, ja. Also, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das ist nicht so eine Klärerei. Wie heißt das Zeug? Das ist auch von, sag mal, wie heißt diese irische Firma noch hier, die von Henkel gekauft wurde? Loctite. Loctite, okay. Und ist
Dran. Wahnsinn. Mensch, Marc. Jetzt brauchst du bloß noch die eine Dichtung festzuziehen, dann sind wir quitt, ne? Wie bitte? Was meinst du? Jetzt musst du ja nur noch die eine Dichtung festziehen, dann sind wir quitt. Funke gegen Opfer, Anode und festziehen, du. Ja, Marc, erstmal 1000 Dank, ne? Ja, Dito. Was für ein Schotbuch wünsche ich nicht mehr. Nein, ja, gute Fahrt nach Grenada und euch auch. Ja, danke schön. Ciao, fair winds. Unsere Freunde von den Bodyboats Lilly und Tangaroa machen sich auf den Weg nach Europa, beziehungsweise zunächst einmal zu den Azoren, während ich mich weiter auf meiner Solofahrt nach Curaçao vorbereite. Wir sind hier in Grand Case. Das ist mehr oder weniger eine Bucht neben Marigot. Hier ist auch weniger los als in der Marigot Bay. Einige Ankerlieger. Aber hier ist direkt der Flughafen. Die Flugzeuge kommen immer oben drüber und landen hier direkt neben uns. Aber ansonsten ist es ruhig, viel Platz zum Ankern. Sehr viel Platz zum Ankern. Viele Kneipen und Restaurants. Und abends ist hier wirklich die Hölle los. Und da geht's zum Dingy Dock. In St. Martin und haben heute Morgen die Nachricht erhalten, dass die Lilly und die Tangaroa wieder umgedreht sind, weil bei der Tangaroa ist der Rollmechanismus im Mast gebrochen. Also irgendwie ist in diesem Jahr der Wurm drin. Sie sind also beide zurückgekommen nach St. Martin, liegen jetzt neben mir vor Anker. Sie können das Problem beheben, Sie können dieses Teil, was da gebrochen ist, hier reparieren, bereiten sich auf die Überfahrt vor und jetzt passiert etwas sehr Ungewöhnliches, nämlich sie überreden mich abends, 2 Tage bevor wir abfahren wollen, abends im Restaurant, nicht nach Curaçao zu fahren, sondern mit ihnen zusammen nach Europa zu segeln. Und das kam mir ganz zurecht, weil eigentlich wollte ich auch zurück nach Europa, aber ich wollte nicht alleine fahren. Ich war ja schon mal alleine gefahren, 1998 bzw. 99, die gleiche Strecke. Der Gerhold von der Lilly hat mir vorgeschlagen, Mensch, komm doch mit. Wir fahren in 2 Tagen los, kommst du einfach mit, dann sind wir 3 Schiffe und so fahren wir im Konvoi zusammen nach Europa. Und das war eine tolle Idee. Von diesem Tarn zurück nach Europa im Konvoi gibt es auch ein Video, was schon relativ lange veröffentlicht ist, aber ich verlinke es nochmal. Und ich hoffe, dass euch das interessiert und auch, dass dieser Film euer Interesse geweckt hat und euch gefallen hat. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao von der Kokon.